Hallo ihr lieben Wissbegierigen und schön, dass ihr wieder in meinen Kanal reinschaut. Wie versprochen gibt es heute einen Amazon-Haul von mir, was ich da so auf Amazon günstig ergattern konnte. Fakt ist, bevor ihr immer dort bestellt, vergleicht die Preise, schaut, wo ist es günstiger, im Laden oder eben übers Internet. Manche Sachen braucht man, manche nicht. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier, fangen wir mit dem Glen Rouge an, habe ich jetzt mir solche Stabilo Fineliner geholt. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber sind die Farben, die wir sonst nicht haben. Kostet statt 6,99 4 Euro, wo ich es ergattert habe. Es ist ein bisschen beschädigt, aber das macht nichts. Die Stifte sind an sich in Ordnung. Dann haben wir hier zwei solche Mizellen Reinigungstücher. Die habe ich mir mal mitbestellt, weil ich mir dachte, habe ich noch nie benutzt. Kann ich, wenn sie günstig sind, jetzt mal ausprobieren. Eine so eine Packung kostet normalerweise 1,49 und ich habe in dem Schnäppchen das beide bekommen. Und genau, was ich noch vergessen habe dazu zu sagen, ihr könnt jetzt neuerdings auch Payback-Punkte bei Amazon sammeln. Leider gilt es nicht auf Amazon Smile, auf die Sparabos und zum Beispiel auf Prime, euer Jahresabo. Also mit Prime könnt ihr bestellen und sammelt Punkte, aber nicht eben auf dieses Jahresabo. Auf diesen Preis kriegt ihr keine Punkte. Dann machen wir das nächste. Hier drin sind Glasstrohhalme, 4 Stück, mit einer Abdeckung drauf. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo man das Sektor. Also da sieht man, hier habt ihr da solche Trinkhalme. Die wollte ich eh noch extra machen. Dann haben wir hier so einen Putzer. Und dann sind auch da drin noch zusätzlich so Abdeckungen. Und was ich jetzt schon mal toll finde, dass beide Farben in so ein kleines Aufbewahrungsfacherdöschen geliefert sind. Kann man super wiederverwenden. Also nicht für Trinkhalme, sondern zum Beispiel für die Gabeln für die Kinder, die man mitnimmt in den Schul da oben. Seht ihr es vielleicht, ist ganz leicht so eine Abdeckung drin, aber das mache ich in einem extra Video. So, dann habe ich hier ein Multipack-Deodorant, was bei uns verwendet wird. Hier habe ich 6 Dosen für 8,06 Euro bekommen. Momentan ist der Preis bei 11,70 Euro, ist ein Sparabo. Entweder ihr schiebt das noch ein bisschen, das Sparabo, und hofft, dass es zum selben Preis wieder bekommt, oder ihr kündigt das ist ganz euch überlassen. Allerdings sollte man im Monat ungefähr 5 Sparabos behalten, denn ihr bekommt nämlich, habt ihr 5 Sparabos, bis zu 15% auf die anderen Bestellungen im Sparabo. Hier habe ich jetzt zum Beispiel dieses Ravensburger 3D Puzzle mit dem Dodge drauf, Dodge Challenger. Hätte ich jetzt nicht unbedingt dringend gebraucht, aber ich mache ja noch einen zweiten Kreativkanal und da werdet ihr dann schon sehen, was ich da mache. Da mache ich besonders Diamond Painting und Puzzles. Und noch solche Kleinigkeiten, die alles dazugehören. Dieser Dodge kostet im Ravensburger Shop selbst, habe ich gesehen, günstig 30 bis 35 Euro. Bei Amazon war der Preis bei 41,99 und bekommen habe ich den für 14,09 Euro. Ich tue euch natürlich meine Amazon-Partnerlinks unten verlinken. Vielleicht gibt es dann das wieder mal als Schnäppchen und dann könnt ihr zuschlagen, wer halt da Interesse hat. Und dieser Dodge, den finde ich eigentlich so als Auto super vom Aussehen her, aber ob ich es denn dann wirklich selber haben möchte, wohl eher nicht. In diesem Backel da drin habe ich Schokolade. Jetzt würdet ihr euch wundern, ja mei, ich kann das ja im Laden auch kaufen, weil die kostet jetzt hier, im Amazon hat es mir jetzt eine Packung 56 Cent gekostet. Ihr kriegt es im Laden, natürlich könnt ihr es auch noch kriegen, günstiger, aber teilweise ist ja der Preis gestiegen, da war es schon bei 69 Cent. Früher war es, glaube ich, 39,49 die günstige Schokolade. Hier habe ich mir 10 Stück wieder bestellt. Die habe ich immer bei mir im Sparabo drin, weil das sind eben diese günstigen Schokoladen. Entweder ich schiebe es dann wieder oder kündige das Abo, wenn ich nicht mehr möchte. Und es ist halt so, also wenn es halt geliefert wird, ihr müsst halt damit rechnen, dass halt die Ware teilweise hier geknickt ist. Ja, die sind jetzt zum Beispiel alle geknickt. Da passt es wieder. Also eben Dinge, die wir sowieso immer kaufen würden. So, dann haben wir hier drin Energy Drink. Also einmal Monster Energy Drink und einmal Rockstar. Ich wollte es mal ausprobieren, weil ich es gerade gesehen habe im Angebot. Es hätte noch eine Sorte gegeben,
Bloß ich wollte auch nicht so viel Geld mehr ausgeben, weil das Budget hat sich natürlich auch im Monat verringert. Also hier seht ihr zum Beispiel, das ist Zero Zucker. Das ist mit Ginseng, ist glaube ich normal Zucker drin. Ihr müsst halt damit rechnen, ist es nicht gescheit verpackt worden, dann kann es schon mal passieren, dass halt eine Delle drin ist in der Dose. Wenn es jetzt zum Beispiel letztes Mal was bei meinen Kidneybohnen so, wenn halt bloß eine Dose betroffen ist, ist jetzt die Reklamation nicht wert. Man nimmt es halt und tut es halt dann verwenden. Falls jemand meint, ja, deswegen sind die ja meistens so günstig, weil sie halt verbeulte Dosen verkaufen. Nein, das ist nicht so. Das entsteht meistens durch Versand. Deswegen schaue ich auch immer, dass wenn ich was bestelle, dass es so in so ein Verbund ist, da ist die Chance gering, dass was kaputt geht. Bei meiner letzten Bestellung hatte ich nämlich auch einmal den Fall, da wurde es vom Versand halt dann beschädigt bzw. nicht richtig am Ablageort abgelegt, so dass mehrere Dosen kaputt waren. Und natürlich hier ist mir das selber schon passiert, kaum ist ein Mini-Löchlein drin, könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Sauerei ist. Da war dann alles komplett nass und ausgelaufen. Und das ist zum Beispiel sowas, das könnt ihr dann ruhig bei Amazon reklamieren über den Chat. Es steht zwar drin, Lebensmittel sind ausgenommen vom Umtausch. Ihr müsst euch dann durchklicken und dann kommt ihr direkt zum Chat und dann könnt ihr euer Problem schildern. Und entweder ihr kriegt einen Ersatz oder es wird halt dann ein bestimmter Betrag euch zurückerstattet für die Beschädigung. Ihr müsst natürlich schauen, dass ihr auch noch so Beweisfotos auch noch vorsichtshalber macht. Das Nachverlangen, dass ihr da Handhabe habt, was ist jetzt da kaputt. Das waren jetzt die. Die Monster Energy Drink hat mir mit Pfand 15,67 € gekostet. Ist relativ, sage ich mal, gegenüber die Angebote für 88 Cent im Handel etwas teuriger, aber das ist der Preis mit Pfand, die 15,67. Und im Handel kommt es ja auch auf 1,10 €. Bei dem ist so, beim Rockstar, da habe ich sogar nur 14,43 € mit Pfand bezahlt. Das sind immer diese Schnäppchen, die man beobachten muss. Hier haben wir dann bloß 11,90 € gekostet. Wenn Sie den Betrag von 11,90 € eben dann durch 12 teilt, kommt es auf 99 Cent pro Flasche und das mit Pfand. Also wenn Sie es dann abgibt, kriegt Sie natürlich euren Pfand zurück. Das sind nach Adam Riese ungefähr 75 Cent pro Flasche. Ich hätte eigentlich ausgerechnet 50 Cent, da habe ich wahrscheinlich einen kleinen Fehler drin gehabt. Aber soweit ich mitbekommen habe, kostet so eine Flasche inzwischen 1,49 €, also ihr habt die Hälfte gespart. Deswegen habe ich mir dann gleich 2 bestellt im Sparabo. Wie komme ich denn eigentlich zu diesen Schnäppchen? Also ich bin jetzt viel in diesen Amazon-Schnäppchengruppen auf Facebook unterwegs. Die gibt es auch als Telegram-Gruppe. Ich habe auch eine Facebook-Gruppe zu meinem Kanal Coupon-Hexe, also alles, was mit Coupons zu tun hat, Cashback, Deals von Amazon, poste ich dort auch. Bei mir ist halt so, ich poste also die Deals nur, wenn was ich selber kaufe oder was mich interessiert, dann wird es in dieser Gruppe gepostet. Ziemlich unregelmäßig, weil es ja eigentlich so eine Cashback-Couponengruppe ist. Und es gibt dann so ein paar Amazon-Deals-Gruppen, wo dann permanent nur Amazon-Deals gepostet werden, wo zum Beispiel auch dort steht, hey, schaut's her, der Mixer kostet statt 24 € jetzt 5 €. Beeilt's euch, sonst ist der Deal weg. Also da muss man halt immer schnell sein und manchmal hat man Glück, manchmal eben nicht. Eben mit diesem Dodge, das habe ich auch zufällig gesehen, habe dann selber auch in die Puzzles nochmal reingeschaut, was könnte da noch alles geben. Und da gab es eine Menge an so 3D-Puzzles und dann habe ich halt einmal wieder an dem Tag, wo ich ein bisschen Zeit gehabt habe, durchgestöbert und dann ist natürlich das Aufkommen in meiner Gruppe mehr gewesen mit dem Teilen von diesen Deals. Aber teilweise ist halt so, kaum habt ihr das gepostet, schon sonst weg. Weil es ist ja nicht nur eine Gruppe, die diese Deals postet, sondern mehrere. Das war jetzt ein kleiner Einblick zu meinem Amazon-Haul. Zu Amazon selbst werde ich auch einmal ein separates Video drehen, wie das in etwa abläuft. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder in eins von meinen Videos reinschaut. Bis demnächst, eure Petra.